So, inzwischen sind wir ein Stückchen weiter. Ich habe mir von den Kinderrad-Überbleibseln eines Freundes eine 24er Felge besorgt. Das hier ist ja schon ausgespeicht und jetzt versuchen wir, das in die Felge hier reinzukriegen. Die kommen jetzt hier rein. Und zwar immer in jedes zweite Loch muss eine Speiche rein. Das muss hier rein. Und dann drehen wir das hier drauf. Ich sag mal so weit, bis ich das Gewinde gerade eben nicht mehr sehe. Und jetzt ist hier 4 Löcher weiter das nächste. Da kommt die nächste rein. Na ja. Okay, es ist ein Schlag drin, ein seitlicher Schlag. Ich kann damit aber liegen. Ich habe nämlich nicht die Nerven, das zu richten, und zu Corona-Zeiten macht mir das auch keiner. Also ist das jetzt der Stand der Dinge. Der Rahmen hier war ja zu kurz, deswegen konnte ich hier noch nicht geschlossen machen, also komplett machen. Und ich muss dann ein solches Profil bestellen, um den Abschluss machen zu können. Das ist inzwischen eingetroffen und ich hatte jetzt eine Woche lang Zeit zu überlegen, ob da nicht doch was anders gemacht werden muss. Herausgestellt, dass dieses ganz praktisch ist, dass das noch von hier offen ist. Denn das ist 2 mm dickes Aluminium und ich kann das nicht so richtig berechnen, was das hält. Und ich kann auch nicht so richtig berechnen, wie die Beanspruchung nachher bei der Fahrt von dem Anhänger sind. Und ich fühle mich gut damit, dass ich hier eine Verstärkung von innen einsetzen kann, weil das noch offen ist, wenn die Räder angesetzt werden. So, diese Räder habe ich hier. Das ist die Aufnahme und die ist dafür gemacht, dass die eigentlich hier in so ein leicht rechteckiges Hohlprofil eingesetzt wird. Das hier natürlich nicht vorhanden ist, deswegen wird das hier nachher auf die Ecke aufgesetzt, also hier so hin. So. Und das hier wird abgesägt, sodass das sich hier an diesen Winkel anschmiegt. Und von drinnen muss ein Winkel gegengesetzt werden. Wir gehen mal 33 von hinten. So, hier auch 33 von hinten. So, folgende Strategie. Ich setze zuerst diesen Kollegen hier von innen ein. Dann mache ich einen Schlitz an der Stelle, wo dieses Teil eintauchen wird. Das wird dann nachher so hier hinkommen. Und hier lege ich dann nachher ein Aluprofil unter, das dafür sorgt, dass dieser Kippmoment in die andere Richtung nicht so stark ist. Jetzt fangen wir an, den ersten einzusetzen. Der kommt hier gleich rein. Damit der Klebstoff bindet, muss das hier aufgeraut werden und naja, offensichtlich auch von Dreck befreit. Und hier muss ich auch nach Möglichkeit sehen, dass ich die Oxidschicht abkriege. Und damit habe ich mir das verlängert und kann hier bürsten.
auch wieder ein bisschen... War ja klar. Also dann einmal verstreichen. Und jetzt bis dahin transportiert werden, ohne dass es Kontakt zu dem anderen Klebstoff hat. Man macht einen ganz netten Eindruck, was ich hier mache. So, hier muss es hin. Ein bisschen andrücken. So, jetzt sitzt sie da, wo sie hin muss. Schraubzwinge. Von außen auch ein Holz. Oh, das macht es jetzt nicht einfacher. Und festsetzen. So. 1, 2, 3. Und jetzt ziehen wir das fest. Mit meinem neuen Lieblingswerkzeug. Gut. Nieten, habe ich ja gerade so elegant hier hingeworfen. 1, 2, 3. Und dann ziehen wir das jetzt auch fest, damit der Klebstoff guten Kontakt hat. So. Damit ist das Ding erstmal fixiert und an das Blech von innen angeschmiegt. Wir haben eine vollflächige Verbindung und hält. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch, weil es so schön war. So, Klebstoff. So. Zweimal. Einfach jetzt. So, die Dinger sind jetzt eingesetzt. Hier dieses Teil. Das soll... Nein, der nicht, der andere. Wenn das ja die Außenseite ist, dann muss der hier hin. Ah, ich mach's lieber so. Ja. Jo. Nein, das ist doch dieser. Ja, komm mal. Ja, komm näher ran. So, jetzt mal gucken. Gerade und so. So, hier, das muss auch noch. Und jetzt setzen wir den hier hin. Stellen fest. Wenn man jetzt hier so guckt. Nun, der Klebstoff ist auf jeden Fall da. Und zwar müssen die nachher hier reinpassen. Hier rein. Tun die auch haarscharf, aber eben nur haarscharf. Ich lege jetzt von innen hier noch ein Blech rein oder zwei, je nachdem, um ja, verdammte Hacke. Sowas Dämliches. Es muss natürlich schmaler werden, abzüglich der Breite des eingesetzten Profils. Deswegen klappt das hier auch vorne und hinten nicht.
muss es aber passen. So, andrücken. Wo sind sie? Hier sind sie. Und sind natürlich warm. Und jetzt. Das passt immer noch nicht. Warum? So, eindingsen. Oh, super. Der ist ja direkt durchgegangen. Da wird mir der andere also weniger Freude bereiten. Die Linse muss hier eingesetzt werden, damit das gut passt. Das ist die Achsaufnahme. Die ist hier angeklebt und sitzt. Sitzt, patzt, wackelt und ich sehe wieder aus wie Sau. Ja, es ist so ein bisschen in die Richtung gekippt, also dass die so ein bisschen Außenstand haben, das ist aber nicht schlecht. Setzen wir zu Testzwecken mal ein solches Rad an. Hat genügend Abstand nach innen. Das muss hier hin. Hammer. So, ja, dann geht es jetzt weiter. Im Hintergrund liegt der Rahmen, der später mal diesen Fahrradanhänger tragen soll. Den heute soll die Kupplung dran und eine Mimik, die dafür sorgt, dass das Ding eine Auflaufbremse hat. Hier soll nachher eine Bodenwanne rein. Die wird jetzt ein bisschen kleiner, weil dieses Teil, das ist die Aufnahme von der Anhängerkupplung, das soll sich ja in dieser Richtung bewegen können und nicht starr fest sein. Damit das Ganze Stabilität bekommt und weil dieser Teil auch der am stärksten beanspruchte ist, Aluwinkel ein. Also der eine wird hier drauf gesetzt, vorne, und der andere Kollege wird hier hinten eingefügt. Der Rahmen selber hat hier eine Breite von 82 cm. Das ist im Prinzip das Maß des inneren Teils, und dass das drüber klappt, soll 1 Meter breit sein. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir uns da nicht gründlich verschätzt haben. Ich habe hier
eines der Räder, das da nachträglich dran gehört. Wieder rein. So, wenn dieses Rad komplett verschwinden muss beim Überklappen, aber hallo, mit 1 Meter tatsächlich so eben gerade dabei. Der Wagen muss etwas breiter werden als 1 Meter. Also dieses Rad trägt genau 10 cm auf und wenn dann der Außenteiler drüber kommt, der nochmal 4 cm Wandstärke hat, dann sind wir eher sowas bei 1,10 Meter Breite bei dem Anhänger. Da müssen wir mal gucken, ob das noch so passt, wie wir uns das vorstellen. Und jedenfalls sind diese Dinger auch 1 Meter breit. Das heißt, die werden nicht großartig gekürzt, sondern hier vorne wird das aufgesetzt, dass das hier quasi dann dieses Stück zu 1 Meter voll macht. Und hier wird nur der Ausschnitt gesägt, damit das hier reinpasst. So, leider ist uns hier beim Bau ein kleiner Denkfehler passiert, denn wenn ich hier diese Leiste aufsetzen will, dann stößt die hier auf die Nieten. Das heißt, diese Nieten müssen entfernt und neu eingesetzt werden. Damit die Sache hält, wird auch jetzt wieder geklebt. Also die Niete allein macht nicht glücklich. Denn bei den Bewegungen, die nachher der Rahmen machen wird, da werden sich die Nieten wieder losreiten. Also die Nieten sind im Prinzip da, um eine mittelfristige Verbindung zu schaffen, damit der Kleber aushärtet. Ja, als wäre es immer schon so gewesen. Nicht wahnsinnig dumm. Ja, doch fast. Ja, komm, irgendwo dazwischen muss es doch sein. An der Stelle, wo die Räder sitzen, ist der Wagen am schmalsten. Hier ist doch jetzt mein Rad angesteckt. Aber vor den Rädern ist noch ein gehöriges Stück Platz und den möchte ich bei der Bodenwanne nicht verschenken. Das heißt, was hier rauskommt, dieser Meter, nein, Blödsinn, also diese 10 cm rund, die das hier noch rauskommt, führe ich das bis hierhin zum Rad weiter und mache den Kasten so, damit wir hier vorne mehr Platz haben. Stauraum wird nachher in diesem ganzen Projekt ein großes Problem sein und da ist man um jede Ecke froh, wo man was reinstecken kann. Soll an dieses Anhänger auch eine Bremse dran, eine Feststellbremse, die dafür sorgt, dass der nicht wegrollt und im Gegensatz zu der Trommelbremse hier halt eben nicht die Trommel festsetzt. Da das hier von einem Rollstuhl kommt, gibt es auch bei den Rollstühlen diese Feststellbremsen. Der Hebel muss hier an diese Position. So. Allerdings sieht man, dass wenn das hier auf den Rahmen gesetzt wird, der eigentliche
Bremsklotz gar nicht richtig auf den Reifen kommt. Das heißt, das Ganze muss ein Stück nach außen gesetzt werden, damit das da auch greift. So, jetzt noch ohne Schrauben. Das ist hier erstmal ein Zwingen festgemacht. Man sieht, dass hier der Griff doch ziemlich knapp am Rad hängt. So, zweiter Versuch. Also, damit das Ganze nicht schleift, muss der hier so hin. So, das Ganze sieht dann jetzt folgendermaßen aus. Das ist das Dings. Hier sind diese beiden Schrauben. Die verklemmen sich mit ihren Vierkanten da drin. Das ist eine Unterlegplatte. So, das ist die zweite. Damit bekomme ich ausreichend Abstand. Und diese beiden Schrauben ersetzen diese Schrauben. Und ist zu kurz. So hatte ich es mir vorgestellt. Wer hat denn das wieder gemessen? Zurück aus meinem Lieblingsbaumarkt habe ich jetzt abgezählt, die nötigen Schräubchen geholt und jetzt kann es weitergehen. So, das ist jetzt die Position. Hier ist erstmal fixiert. Hier muss jetzt gleich das Loch hin. Das machen wir jetzt erstmal. Ich führe nämlich das Rad ab. Müsste ich so den Weg finden. Schauen wir mal. Langsam einparken. Viel Arbeit haben wir jetzt mal, ne? Hier ist nicht so viel. So. Scheiße. Was denn jetzt? So, jetzt sind endlich die Winkel gekommen, um die Kupplung anschließen zu können, und das machen wir jetzt mal als erstes, weil es ein spannendes Thema ist. Also das ist eine normale Deichselaufnahme für Lastenräder von hinterher.com, und die würde normalerweise so starr an den Rahmen montiert. Möglicherweise ende ich auch mit einer solchen Lösung, aber für den Anfang möchte ich erstmal versuchen, das Ganze so zu bauen, dass der Anhänger eine Auflaufbremse hat. Dafür habe ich diese Elemente bestellt. Das sind Gleitlager, das ist eine dazugehörige Schiene und die werden hier so draufgesteckt. Spiel ist minimal. Ich bin wirklich gespannt, wie lange das hält und wie gut das den Anforderungen standhält. So, damit diese Sachen hier an den Rahmen montiert werden können, wird das hier auf beiden Seiten in eine solche Schiene gesetzt. Dann kommen hier je 3 dieser Lager dran. Und dann ist auf der anderen Seite nochmal ein Winkel und da sitzt diese Schiene dran. Und so kann das Ganze hin und her rutschen. Über diese Mechanik kann man dann eben auch die Bremse auslösen. Das heißt, wenn der Anhänger bremst, dann schiebt sich das nach hinten
in den Anhänger rein und zieht den Bremshebel. Naja, so viel zur Theorie. Wir probieren das jetzt mal zusammenzubauen. Also ich probiere das jetzt mal zusammenzubauen. So, wenn man das hier guckt, dieser Winkel ist ein bisschen zu groß. Also wenn ich den hier plan anlege, dann überlappt sich das hier unten. Ich muss darauf achten, dass ich hier diese Befestigungsschnalle freilasse. Also wird das Ganze in etwa so gesetzt. Dann kommt man hier noch dran. Und das ragt hoffentlich auch weit genug unter dem Anhänger raus. Dann haben wir wenigstens überall Kreuzschrauben. So, das ist die Befestigung. Hier unten die Teile sind gut versenkt und von hier oben ragen die Schrauben noch ein bisschen raus, damit ich nachher von hier tatsächlich noch Sicherungsmuttern aufdrehen kann. So kämen die dann dahin und die würden dann verhindern, dass es sich nach unten lockern kann. Toleranzproblem bei meinen Bohrarbeiten gibt. Und das ist mir auch aufgefallen. Stücke laufen sollen, die 14 locker. Kabel. Ja, gut. Und, oh, das passt ja ganz genau. Ja, und so sieht die Konstruktion aufgelegt aus. Die hier müssen jetzt noch verschraubt werden. Damit das hier Spiel hat, also jetzt sitzt es ja voll auf, müssen die Teile ein Stückchen höher. Das werden wir gleich mal passend machen. So, drin. Da muss er hin. Jetzt muss ich nur gucken, wie breit das tatsächlich ist. Das Bohrschema sieht vor, dass der Anhänger 51 cm breit ist. Meiner ist breiter. Und das müssen wir jetzt von der Mitte aus messen. Dann passt das. So, und das ist nun die Position. Ein bisschen aus der Mitte raus. Hier ist die Markierung. Muss dieses Ding sitzen, damit es diesen breiteren Anhänger so hinter dem Fahrrad zieht, dass er dann auch mittig läuft. Das sind die Außenmaße. Na, unter die Scheibe. Mutter. Die Frage ist, wie führen wir jetzt hier die Bremsleitung? Denn die müssen ja irgendwie gezogen werden. Eine Möglichkeit ist, dass ich von dem jeweiligen Rad durch den Laderaum hier hingehe. Das hätte den ungeschlagenen Vorteil, dass ich die ganze Zeit diese Dinger im Fußraum habe, also in der Ladezone, und man nicht ordentlich laden kann. Die andere Möglichkeit ist, ich gehe mit der Leitung hier durch. Dann habe ich die hier vorne hängen. Ist jetzt auch nicht so der Kracher. Aber ich glaube, ich würde es tatsächlich erstmal so versuchen,
weil auf diesem Weg so wenig Kurven und Knicke wie möglich in der Bremsleitung sind und die Sache dann tatsächlich auch funktioniert. So, können wir hier den Blickwinkel noch mal ein bisschen verändern. Hallo. Auf jeden Fall ist mit dem Ummontieren auf der anderen Seite das hier auch sehr viel leichtgängiger geworden. Gefällt mir gut. Hier wird nachher die Bremsleitung eingehängt und hier hat die ihr Widerlager. Das heißt, wenn der beim Auffahren das hier nach hinten gedrückt wird, dann wird die Bremse betätigt und da ist auch genügend Spielraum drin, dass eine kräftige Bremse funktioniert und eigentlich würde so etwa der halbe Weg reichen, dass die Bremse anspricht. Und ich bilde mir ein, das wird klappen. Hier rein. Wie man sieht. Im Prinzip ja, aber nein. So, inzwischen bin ich schon ein Stückchen weiter. Und zwar habe ich hier ein Rad, das über eine Bremsleitung mit diesem Ding hier verbunden ist und bis die Deichsel angeschlossen wird. Und wenn diese Vorrichtung nach hinten rutscht, dann bremst es. Machen wir es mit Liebe. So, das kommt hier durch. Auch in einer Schlaufe. Mal hier hingehen. Gut. Beide werden umgesetzt und ich habe ein bisschen Gewicht auf die Karre gelegt, weil so ist es dann doch zu leicht. Da ist jetzt ein Tapeziertisch drauf geschnallt und die Popcornmaschine, die mit ihren zarten 25 Kilo dann auch ein wenig mit rein. Da bin ich mal gespannt. Schauen, ob wir das noch oder durchkriegen. Ja, könnte besser sein. Ist eine Testfahrt.
Naja, der erste Probelauf ist durchwachsen. Erstmal die Kamera nicht auf dem Stativ gehalten richtig und anscheinend ist die Bremswirkung, die hier kommt, doch nicht so gut. Vermutlich muss ich da eine Kraftumsetzung hinten machen, dass das stärker an den Seilen zieht, denn der eigentliche Bremsweg ist ja gar nicht so lang, also der Weg, den das eingestaucht werden muss.